Darf ich an oder in meinem Wohnmobil oder Auto eigentlich eine Dashcam nutzen? Nach diesem Video wirst du genau wissen, worauf es ankommt. Immer wieder sind Dashcams Thema in den Kommentaren und die Unsicherheit ist groß. Was man darf und was man nicht. Ich werde dir die 3 wichtigsten Regeln erklären, die du beachten musst, damit deine Dashcam-Aufnahme als Beweis vor Gericht genutzt werden kann und du kein Bußgeld riskierst. Wir klären die Frage, wie eine Dashcam eingestellt sein muss, damit sie legal ist und wie das in den europäischen Top-Urlaubsländern Italien, Frankreich, Spanien und Kroatien aussieht. Stell dir vor, du bist unterwegs und plötzlich passiert ein Unfall. Du denkst, ha, cool, zum Glück habe ich alles auf Video. Doch in Deutschland ist es nicht so einfach. Eine Dashcam kann dir nicht nur helfen, sie kann dir auch Ärger einbringen. Denn das Problem ist der Datenschutz. In Deutschland hat jeder das Recht, selbst zu bestimmen, wer ihn filmt. Filmt deine Dashcam also den ganzen Tag alles und jeden, verstößt du gegen die Rechte anderer Verkehrsteilnehmer, die du ohne ihr Wissen filmst. Lass uns direkt mit den wichtigsten Punkten aufräumen. Erstens, permanentes Speichern ist verboten. Viele denken, sie können die Dashcam einfach durchgehend aufzeichnen lassen, aber das ist in Deutschland nicht erlaubt. Eine Dashcam, die ununterbrochen alles aufzeichnet, stellt einen massiven Eingriff in den Datenschutz dar. Die Lösung ist eine Loop-Funktion. Die meisten modernen Dashcams haben diese bereits eingebaut. Sie zeichnen nur kurze Abschnitte von 1 bis 3 Minuten auf. Wenn nichts passiert ist, wird die älteste Aufnahme automatisch überschrieben. So wird keine lange, anlasslose Aufnahme gespeichert, was ein wichtiger Schritt zur legalen Nutzung ist. Zweitens, der G-Sensor ist entscheidend. Wenn ein Unfall passiert, soll die Aufnahme natürlich nicht überschrieben werden. Hier kommt der G-Sensor ins Spiel. Dieser Beschleunigungssensor erkennt starke Bremsvorgänge, Erschütterungen oder plötzliche Beschleunigungen, wie sie bei einem Unfall auftreten. Registriert der Sensor ein solches Ereignis, speichert er die aktuelle Videoaufnahme automatisch und schreibgeschützt. So wird sie aus dem Loop herausgenommen und nicht mehr überschrieben. Das Ergebnis ist eine anlassbezogene Aufnahme, die nur den entscheidenden Moment festhält. Nur eine solche Aufnahme hat die Chance, vor Gericht anerkannt zu werden. Drittens, Aufnahmen als Beweismittel. Die Frage, ob eine Dashcam-Aufnahme als Beweis verwendet werden darf, war lange eine Grauzone. Der Bundesgerichtshof hat 2018 entschieden, dass eine Aufnahme trotz eines möglichen Datenschutzverstoßes als Beweismittel in einem Zivilprozess zulässig sein kann. Es gibt jedoch keine Garantie. Der Richter entscheidet im Einzelfall und wägt ab, ob das Interesse an der Aufklärung des Unfalls größer ist als der Datenschutzverstoß. Mit den richtigen Einstellungen, Loop-Funktion und Speicherung durch den G-Sensor steigen deine Chancen erheblich, da du zeigst, dass du die Kamera nur für den Notfall nutzt. Viertens, das Wichtigste für deine Reise ins Ausland. In beliebten Reiseländern gelten ähnliche, aber nicht immer identische Regeln. Frankreich. Die Nutzung ist für private Zwecke erlaubt, Aufnahmen sind nur für Unfälle gedacht und dürfen nicht veröffentlicht werden. Die Dashcam darf dein Sichtfeld nicht beeinträchtigen. Italien. Der private Gebrauch ist erlaubt, aber der Datenschutz hat einen hohen Stellenwert. Es darf wirklich nur das Notwendigste aufgezeichnet werden. Spanien. Dauerhaftes, anlassloses Filmen wird als Überwachung gewertet und ist nicht erlaubt. Die Loop-Funktion mit Speicherung durch den G-Sensor ist hier besonders wichtig. Kroatien. Die Regeln sind mit Deutschland vergleichbar. Die Aufzeichnung muss anlassbezogen sein. Die in Deutschland empfohlenen Einstellungen sind also auch im europäischen Ausland der sicherste Weg. Der Grundsatz, Aufnahmen niemals zu veröffentlichen, gilt ausnahmslos in ganz Europa. Kurzes Fazit, die Regeln für Autos und Wohnmobile sind die gleichen. Wenn du eine Dashcam legal nutzen möchtest, musst du auf 3 Dinge achten. Erstens, die Kamera braucht eine Loop-Funktion, die alte Aufnahmen überschreibt. Zweitens, sie benötigt einen G-Sensor, der bei einem Unfall die Aufnahme automatisch speichert. Drittens, eine anlassbezogene Aufnahme erhöht deine Chancen bei der Verwendbarkeit als Beweismittel. Veröffentliche die Aufnahmen niemals im Internet. Sie sind ausschließlich für dich, die Polizei und das Gericht bestimmt. Wenn du diese Regeln beachtest,
kannst du die Vorteile einer Dashcam nutzen, ohne Strafen zu riskieren, und hast im Ernstfall einen wertvollen Zeugen an Bord. Bitte like und hype das Video. Ich danke dir. Bis bald. Ciao, ciao.